Hallo liebe Zuschauer, wir haben wieder eine Menge Spendengelder bekommen und jetzt fahren wir zur Makro und da werden wir das Geld ausgeben und dann direkt auch das dann ausliefern. Ihr seid dabei. Aber Pitti meint, wir haben mal Sonnenschein und da muss erstmal die Wäsche aufgehangen werden. Und das haben wir ja hier hinter unserem Haus. Ja, das mit der Cobra, das ist ja alles abgeschlossen. Mittlerweile trainiere ich auch mit Jam. Ich hatte ja mal im Film gesagt, ich habe mir da Kunststoffschlangen angeschafft. Da kann ich euch mal zeigen. Und das funktioniert auch ganz gut mit ihm. Er ist ja sehr begabt. Und eine davon, die habe ich an einem Nylonfaden. Dann ziehe ich die hinter mir her oder quer übers Gelände hier, über den Rasen. Und da hat er jetzt schon gelernt, dass er da nicht hingehen darf, wenn sowas da rumkeucht und fleucht. Ja, heute haben wir wirklich ein schönes Wetter. Wir hatten die letzten Tage nur Regen gehabt und relativ kalt, 25 Grad. Das ist für uns kalt, ja. Und da hatte man auch keine großartige Lust, etwas zu machen. Ja, und wie ich am Anfang des Filmes gesagt habe, jetzt werden wir dann nach der Makro fahren. Da kaufen wir dann Lebensmittel für die 14-köpfige Familie. Ja, da oben ist Jam. Der hat dann den Überblick für die Zeit, wenn wir weg sind. Ja, und morgen haben wir einen Termin beim Hans-Peter. Das ist der Verwalter oder Eigentümer von der Krokodilfarm hier auf Samui, die ist ja in der Nähe vom Airport. Der hat mich um Hilfe gebeten, um Spenden einzusammeln. Wie er mir erzählt hat, ist es so schlimm, dass er also auch schon die Vögel rausgelassen hat, weil er kein Futter mehr hat. Und er hat ja noch Affen, Krokodile und andere Tiere. Da werden wir beide morgen mal hinfahren, um das dann filmerisch mal so aufzunehmen. Und vielleicht könnt ihr da auch helfen mit Spenden. Ich hoffe es. Ansonsten, hier wird alles runtergefahren. Man geht also weiter davon aus, dass noch viele Monate auf uns zukommen, ja, wo nichts geschieht. Sind wir fertig? We are ready to go? Okay, so, jetzt geht's los. Einkaufen. Okay, kommt. So, wir sind gleich da bei der Makro. Alle technischen Geräte einpacken. Okay, ja. Als erstes werden wir jetzt den Reis kaufen. Und da die Familie aus dem Isan ist, lieben die Sticky Reis, nennt sich das. Und da kennt sich die Pitti am besten aus, nämlich hier gibt es 1000 Sorten von Reis. Ja, Leute, hier, wir haben auch schon langsam Weihnachten, aber wir haben einen Christbaum. Pitti, there's something for you. Ich habe gerade mal die Kamera übernommen, um mal zu kontrollieren. Wir waren im falschen Gang. Hier links, das sind alles verschiedene Reissorten aus verschiedenen Bereichen von Thailand. Und da suchen wir jetzt den Sticky Reis. Den kann man auch so
wie einen Ball zusammenpressen. Die machen das gerne mit den Händen. Bearbeiten sie den, dass das so ein Ball wird. Ja, wer sucht, der findet. Is that sticky rice? We have also bigger one. So, das sind, ja, wie viel ist das? How many kilos? 40 Kilos. Dann nehmen wir 2 Sack, dann haben die für die nächsten Wochen genug. I take 2 of them. Oh mein Gott. So, jetzt kaufen wir noch andere Dinge dazu. Da brauche ich aber nicht zu filmen, das habe ich ja schon ein paar Mal gefilmt. Und dann fahren wir dann zu dieser Familie wieder. Okay? Ja. So, und dann sind wir jetzt gleich in 20 Minuten bei der Familie. Und da freuen die sich drüber. Dank eurer Spendengelder. Müssen wir da natürlich ein bisschen sinnvoll reinbringen. So, jetzt kommen wir bei unserer Patenfamilie an. Ich hoffe nur, dass es nicht zu sumpfig ist. Die Straße ist unbefestigt, aber wir haben ja Allradantrieb. Aber das ist schon hier heftig. Wir hatten ja letztes Mal schon eine Abkürzung gefunden. Fahren wir hier mal. Da brauchen wir nicht durch die Matschlöcher zu fahren. Die wissen nie, wann wir kommen mit etwas. Das wird jetzt wieder eine Überraschung sein und alle Kinder werden wahrscheinlich wieder nach hier kommen. Die sitzen da alle unter dem Dach. Die Kinder kommen schon. Die wissen, da gibt es was zu essen. Sawadikap. Ja. Sawadikap. Ja, das sind die Chips sind da. Wait. Da hat einer die Milch gesehen. So. Hier. Oh my God. It's too heavy. No, here. Here. Help. Here. Carefully. Here. Here. ขอบคุณครับ 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 Thank you so much นะครับ Here. Strong. Ja, wenn man noch mal so jung wäre. Okay. So, jetzt geht die Pitti noch mal dahin und fragt noch mal nach, was noch dringend benötigt wird. Ja, das ist hier das Schlafbett. Auf den Brettern schlafen die hier draußen. Die haben also keine einzelnen Schlafzimmer. Das wird hier also hier draußen erledigt. Kabungab. Okay. So, wir haben die Patenschaft für diese 14-köpfige Familie übernommen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht ist das auch was für euch.
Wir kennen da noch ein paar Familien, die brauchen auch regelmäßig, also auch Hilfe zu essen und hier und da auch mal ein bisschen Bargeld. Also ihr könnt mich gerne mal anschreiben, ob ihr auch eine Patenschaft übernehmen wollt. Das kann ich dann auch mit Bildern dann immer festhalten, wenn wir zu denen hingehen. Und ja, da wird schon alles ausgepackt da hinten. Die bekommen ja keine Süßigkeiten, weil die ja kein Geld dafür haben. So, das war's. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.